Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Lange ist es her und ich kann nur sagen, hallo von der Baustelle. Wir befinden uns nicht in meinem Heli-Raum, sondern in unserem Schlaf-Allzweckzimmer. Denn im Moment leben wir auf der Baustelle in ungefähr 30 Quadratmetern. Der Rest ist Rohbau. Soll mich nicht davon abhalten, euch heute eine neue Folge von Heli FAQ zu bringen. Und zwar möchte ich mich heute mit der Frage beschäftigen: Simone, ich möchte einen Heli kaufen. Ich bin Anfänger. Welchen kannst du mir empfehlen? Was soll ich kaufen? Das ist keine einfache Frage und ich möchte sie heute trotzdem versuchen zu beantworten. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an. Schwieriges Thema. Ist eine Frage, wenn ich für die jemals immer 1 Euro gekriegt hätte, wenn man sie mir gestellt hat, wäre ich wahrscheinlich inzwischen, hätte ich die Möglichkeit, dieses Haus daraus zu finanzieren. Ich möchte trotzdem versuchen, diese Frage zu beantworten. Viele Leute sind Anfänger. Jetzt, wo endlich mal das Wetter bei uns in Deutschland wieder schön wird, kommen viele auf die Idee und sagen, hey, ich habe vielleicht ein cooles Video auf YouTube gesehen oder ich kenne jemanden, der Heli fliegt. Ich möchte das jetzt auch machen. Auswahl ist riesig, Herstellerliste ist lang. Was soll ich denn jetzt kaufen? Welche Größe? Welchen Hersteller? Worauf muss ich achten? Es sind viele, viele Fragen und ich kann es total nachvollziehen, dass viele von euch da total überfordert sind. Ich muss euch direkt sagen, die Frage ist nicht direkt einfach mit kauft ihr das? Zu beantworten, denn ich möchte gerne einen kleinen Vergleich bringen, der es hoffentlich irgendwie veranschaulicht, warum das nicht so einfach ist. Stellt euch vor, ihr steht irgendwie nach dem Einkaufen auf dem Parkplatz und dann kommt ein netter Mensch zu euch und sagt, hey, du siehst vertrauenswürdig aus, auf dein Urteil gebe ich was, ich möchte mein Auto kaufen, was kannst du mir empfehlen, welches Auto soll ich mir kaufen, dann gehe ich los und hole mir das. Was würdet ihr der Person empfehlen? Ihr würdet wahrscheinlich auch nicht einfach sagen, Toyota Aygo, VW Golf, Mercedes E-Klasse. Nee, könnt ihr nicht, weil ihr wisst ja nicht, wofür braucht die Person das Auto, wie lange fährt die eigentlich schon Auto, wie sicher ist sie, wofür braucht sie das Auto, ist das jemand, der 10 Stunden im Auto sitzt oder ist das jemand, der nur zur Briefkasten fährt, was ist dem sein Budget, wie viel Geld kann er ausgeben, ihr seht schon, es sind immer mehrere Fragen nötig, um etwas empfehlen zu können und das Gleiche passiert natürlich auch beim Helifliegen. Gut, natürlich möchte ich euch jetzt trotzdem nicht einfach so im Regen stehen lassen und euch etwas empfehlen. Ich versuche das, wenn ich das gefragt werde, immer so abzudecken mit ein paar einfachen Fragen, nämlich welche Vorkenntnisse hast du? Also bist du vorher Drohne geflogen, Flugzeug, RCK oder hast du noch nie irgendwas mit Flugmodellbau gemacht? Welches Budget hast du? Essentiell wichtig bei diesem Hobby. Welche Ziele hast du? Und natürlich... wo hast du dich schon ein bisschen umgesehen? Persönlicher Geschmack. Das ist eigentlich immer ganz wichtig. So, lass uns auch mal die Punkte einzeln durchgehen und danach können wir das dann so ein bisschen zusammenfassen und ein paar Beispiele bringen, für wen, mit welchen Zielen, Budget und so weiter, was ungefähr zu finden wäre. Wie schon gesagt, ich möchte nicht, dass ihr hier irgendwas für bare Münze nehmt, was ich euch... Ich sage jetzt auch gar nicht empfehle, sondern ich spreche Sachen einfach nur aus. Was ihr mit diesen ganzen Infos macht, ist eure Sache. Ich kann nur aus meiner Erfahrung euch die Tipps geben, die ich jetzt jemanden, der mich so auf dem Flugfeld fragen würde, auch geben kann. Also fangen wir mal an. Vorkenntnis. Wichtig für mich zu wissen ist zum Beispiel immer, habt ihr vorher schon mal was mit RC-Modellbau im Allgemeinen gemacht, also RCK gefahren, Boote oder sonst irgendwas? Seid ihr vielleicht vorher Drohne geflogen? Seid ihr vielleicht vorher Flugzeug geflogen? Oder seid ihr vielleicht schon mal irgendwo bei einem Kumpel mit Lehrer-Schüler geflogen? Oder einem Simulator? Das sind alles wichtige Sachen, die, finde ich, dabei helfen, weil wenn ihr zum Beispiel vorher Drohne geflogen seid, die sind, zumindest hier in Deutschland, meistens immer auf Mode 2, und dann könnt ihr halt das auch, diese ganze Feinmechanik, weil sie eigentlich bei der Drohne die gleichen Steuerbefehle habt wie beim Hubschrauber, dann könnt ihr das schon 1:1 nutzen. Das ist schon eine große Vorkenntnis und diesen Leuten traue ich dann zum Beispiel schon etwas Teureres zu. Aber ich lasse das jetzt mal so stehen. Wenn ihr überhaupt keine Vorahnung habt, wird es schwierig. Bei Flugzeugfliegern denke ich mir dann immer,
Ist gemischt tatsächlich, weil die meisten fliegen Mode 1, fliegen den Hubschrauber mit Mode 2. Das ist dann schon immer so ein bisschen mein Fuck. Und ein Flugzeug ist selbststabilisierend und ein Hubschrauber halt nun mal leider nicht. Es sei denn, er fliegt stabil vorwärts oder seitwärts, aber dann hat man das Problem, er kommt ja nicht mehr zurück. Also das ist jetzt natürlich nur ein bedingt für den Punkt der Auswahl, aber ich würde zum Beispiel nie einem Anfänger, der überhaupt keine Ahnung von gar nichts hat, einen 700er empfehlen. Na, versteht ihr ja wahrscheinlich. Nächster Punkt, persönliche Ziele. Wollt ihr später 3D fliegen? Wollt ihr Competition fliegen? Wollt ihr, sagt ihr, 3D finde ich total bescheuert, ich würde gerne Scale fliegen, also vorbildgetreue Hubschrauber in einem Rumpf, am besten mit Mehrblatt, Rotorkopf, vielleicht ein- und ausziehbarem Fahrwerk. Das ist auch wichtig zu wissen. Dann wäre natürlich noch eine weitere Frage, natürlich das Budget. Ich finde, Helis kann man sehr gut mit Autos vergleichen, denn es ist nicht nur der Anschaffungspreis, der auf euch zukommt, sondern auch noch, wenn dann mal was ist. Und selbst beim Anschaffungspreis, wenn wir hier den ganz kleinen nehmen, ja, da kosten halt Servos, Motorregler, Akku ein bisschen was anderes als jetzt zum Beispiel bei einem 700er. Ist natürlich klar, ne? Also ich meine, bei so einem 700er ist man mal schnell bei einem 1000er mit Ausstattung und bei dem kleinen Ding vielleicht bei 200. Also da ist jetzt alles nur geschätzt, aber das ist schon ein deutlicher Unterschied. Also wie viel wollt ihr euch zutrauen? Da ist natürlich dann auch wieder die Vorkenntnisfrage wichtig. Inwieweit seid ihr bereit, dran zu bleiben? Bitte bedenkt immer, Hubschrauberfliegen ist nichts, was man auf die Schnelle irgendwie lernen kann. Das ist ungefähr so, wie wenn ihr in ein fancy Restaurant geht und da sitzt einer am Flügel und spielt die geilsten Jazz, sonst was Geschichten auf dem Flügel. Ja, ihr werdet euch wahrscheinlich auch nicht gleich für 5.000 bis 10.000 Euro einen Flügel kaufen, ins Wohnzimmer stellen und sagen, ja, jetzt lerne ich erst mal 10 Jahre, sondern ihr werdet auch klein anfangen. So. Und das, finde ich, ist eigentlich auch so das richtige Ziel beim Helifliegen. Klein anfangen, nicht zu klein, aber auch nicht zu groß. Und da kann ich, glaube ich, am meisten mit meiner Erfahrung euch weiterhelfen. Gut, ein weiterer und der letzte Punkt, und das finde ich ist eigentlich so die erste Hausaufgabe, die ihr machen solltet, ist tatsächlich, guckt euch doch mal in Modellbaushops bei euch in eurem Land, ich weiß ja nicht, wo ihr herkommt, guckt euch doch da einfach mal um. Also gerne auch online, es gibt viele große RC-Versandhäuser. Ich rede jetzt nicht von Amazon, Banggood oder AliExpress, wo man irgendwelchen Billigramsch kriegt, sondern ich rede wirklich von dedizierten Modellbauläden, die namhafte Marken führen und auch die Ersatzteile dazu. Denn wichtig ist, wenn ihr euch so ein billiges Teil für $30, 30 Euro oder seien es nur $100, 100 Euro, das klingt schon viel Geld, es ist es in diesem Hobby nicht. Dieses Hobby ist schweinemäßig teuer. Merkt euch das. Alles Geld, was ihr euch am Anfang spart, weil ihr sparen wollt und ach ja, ich weiß ja noch nicht, ihr zahlt es zum Schluss doppelt und dreifach drauf. Das wird euch jeder sagen, der schon ein bisschen in diesem Hobby ist. Ich sage es euch jetzt auch nochmal und ihr werdet es mir trotzdem nicht glauben und es trotzdem falsch machen. Für die Leute von euch, die das schon durchgemacht haben, bitte schreibt es unten in die Kommentare, damit es nicht nur heißt, die Simone erzählt uns das, sondern das ist wirklich so. Wenn man billigen Scheiß am Anfang kauft, zahlt man mindestens 3-mal so viel. Also guckt euch mal wirklich an, welchem Herstellernamen gibt es denn so? Wie heißen die Modelle dazu? Geht dann vielleicht auch mal auf die Webseiten von diesen Herstellern und guckt einfach mal. Wirklich ohne jetzt auf den Preis zu gucken, sondern schaut euch einfach mal mit Bauchgefühl die Modelle an. Schaut mal so, welchen Spirit hat denn so, was für einen Auftritt hat denn so der Hersteller. Also ich sehe das so wie beim Autokaufen, wenn man Geld hätte. So. Und guckt einfach mal, was gefällt euch. Ich finde, es gibt so viel, man muss doch erstmal so einen Überblick kriegen und dann einfach sagen, so von dem Hersteller, die Helis, die sehen mir ein bisschen zu aus, die gefallen mir ein bisschen besser, die sind mir zu kantig, die sehen so ein bisschen schicker aus. Es ist für jeden was dabei, da bin ich mir ganz sicher. Und dann schaut doch schon mal, ob ihr das so ein bisschen eingrenzen könnt. Wenn ihr euch dann umgeschaut habt, was euch denn so ungefähr gefällt, dann könnt ihr ja auch mal so ein bisschen euch in RC-Heli-Foren, also zum Beispiel www.rc-heli.de ist, glaube ich, Deutschlands größtes RC-Helikopter-Forum. Guckt doch mal so ein bisschen in die Unterforen, lest mal so ein bisschen mit.
Guckt vielleicht auch mal ein paar YouTube-Videos von den Modellen, die ihr euch rausgesucht habt. Hört euch mal an, was die so für Geräusche machen, für ein Laufgeräusch haben, weil da gibt es auch sehr viele Unterschiede. Natürlich gibt es immer einen Unterschied zwischen wenig Drehzahl und viel Drehzahl, klar. Aber auch vom Betriebsgeräusch. Die sind ja alle anders ein bisschen aufgebaut von den Zahnrädern. Da gibt es ja alle möglichen Arten von Verzahnungen, da will ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Und dementsprechend ist auch das Betriebsgeräusch anders. Meine Helis damals haben gekreischt wie ein Velociraptor, gemischt mit einer zertretenen Ratte. Und heutzutage die Helis sind meistens schon sehr, sehr viel angenehmer vom Laufgeräusch. Dementsprechend macht euch auch da mal schlau und dann versucht doch schon mal so ein bisschen einzugrenzen, wo ihr sagt so, die und die Marke, das und das Aussehen, die und die Flugart und vielleicht auch eher ein leiserer Hubschrauber, eher ein lauterer Hubschrauber. Vielleicht könnt ihr dann schon so ein bisschen eingrenzen, was ihr ungefähr wollt und überlegt euch, wie gesagt, auch, was euch das budgetmäßig ungefähr wert ist. Wenn wir das alles haben, dann haben wir schon eine gute Liste und haben auch schon gut abgefrühstückt, was wir denn ungefähr uns suchen wollen. So, jetzt erkläre ich euch mal, wie diese ganzen Hubschrauber, wenn ihr sie findet, wie die ungefähr klassifiziert sind. Wir haben auf der einen Seite die Helikoptergröße. Die wird meistens definiert durch die Blattlänge. Das heißt, ein Rotorblatt von vorne bis hinten habt ihr dann zum Beispiel bei einem sogenannten wie hier, der Kraken ist ein 700er. Da fällt alles so von 6,90 bis 7,20. Sind Millimeter, fällt da ungefähr rein. Das ist dann die Blattlänge. Der hier zum Beispiel ist ein 570er, der hat 570 mm Blätter. Und der Komet hat, ich muss jetzt lügen, weil ich habe es echt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es waren 280er Blätter. Also ist eigentlich so eine 200er bis 300er Klasse. Einzige Ausnahme von damals noch, ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat, sind die sogenannten 450er Helis. Die haben nämlich 325er Blätter. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, diese Bezeichnung, keine Ahnung. Jetzt wisst ihr es und müsst euch nicht wundern. So, das heißt, wir klassifizieren die Helis schon mal anhand von der Größe. Dahingehend habt ihr natürlich dann auch immer andere Komponentenbestückungen. Ne? Also ich muss euch jetzt natürlich nicht erzählen, dass die Komponenten für den hier deutlich weniger kosten und kleiner sind als jetzt zum Beispiel bei dem. Wir reden jetzt aber auch nicht nur von Einmalkosten, sondern auch von wiederkehrenden Kosten. Denn zum Beispiel die Lithium-Polymer-Akkus, die in diese Kisten reinkommen, die werden zwar auf lange Sicht gesehen schon jetzt im Laufe der letzten 10 Jahre günstiger und auch leistungsstärker, aber trotzdem, sie haben eine sehr begrenzte Lebenszeit. Und gerade wenn ihr viel Drehzahl fliegen wollt, werdet ihr häufiger neue Akkus kaufen müssen, denn die Dinger sind sehr empfindlich und sind meistens so nach, ich bin da so die Ausnahme, weil ich wenig Drehzahl fliege, würde man sagen, so mehr als 4 Jahre kann ich so einen Akku meistens auch nicht fliegen. Also ich würde mal sagen, beim Otto Normalo, der viel rausgeht, 2 Jahre vielleicht, mit Glück 3, aber dann ist Sense. Und so ein Akkupack, muss ich euch nicht erzählen, kosten viel Geld. Also wir reden hier, würde ich jetzt mal sagen, so bei 30 € für einen Akku. Da sind wir wahrscheinlich schon so bei 80, 90. Ich habe die aktuellen Preise gerade nicht im Kopf, verzeiht es mir, wenn ich falsch liege. Und hier sind wir wahrscheinlich schon so bei 150 bis nach oben sind keine Grenzen, 200 € für einen Akku, mit dem ihr, je nachdem was ihr macht, 3 bis 8 Minuten fliegt. Und der dann auch vielleicht nur 2 Jahre hält. Also, ihr seht schon, das summiert sich alles auf. Deswegen ist es wichtig zu wissen, wo ist eure Schmerzgrenze, wenn es darum geht, sich so eine Kiste zu kaufen. Weil natürlich, klar, jeder will einen großen Heli, weil sieht cool aus, kann man mit angeben, fliegt natürlich auch deutlich besser als sowas Kleines. Aber gerade am Anfang, ihr werdet abstürzen. Ihr werdet lernen, ihr habt dann auch nicht so viel Angst, was kaputt zu machen. Also ich bin weder der Fan davon, zu klein noch zu groß einem Anfänger zu empfehlen. Aber zu ein paar Empfehlungen kommen wir jetzt. Gut, viele Infos. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Ich weiß, es ist ein sehr schwieriges Thema, aber ich versuche es für euch so einfach wie möglich zu formulieren. Also, jetzt, wo wir ungefähr wissen, wo wir hinwollen, würde ich euch mal ein paar Beispiele nennen. Also, zum Beispiel gibt es diese ganz kleinen Helis von zum Beispiel Horizon.
die dann auch schon in so einem Super-Bundle kommen. Was ihr sehr häufig lesen werdet, ist RTF für Ready to Fly. Dann gibt es noch BNF, das ist Bind and Fly. Dann gibt es noch ARF, das ist dann Almost Ready to Fly. Ihr seht schon, es geht schon wieder los. Aber ich sag's jetzt mal so, je kleiner die Helis, desto eher werdet ihr solche Kits oder Kombos finden. Gutes Beispiel ist da zum Beispiel von Align T-Rex. Die bieten, glaube ich, bis zur eigentlich fast allen Größen, bieten die solche Super-Kombos an. Da habt ihr dann den Hubschrauber, ihr habt dann meistens das Flybarless, die Servos, Motor und Regler. Heißt leider, dass ihr immer noch jede Menge Zeug braucht. Ihr braucht nämlich immer noch einen Sender, ihr braucht noch einen Empfänger, ihr braucht noch einen Akku und ihr braucht noch ein Ladegerät. Plus allen möglichen Kleinscheiß wie eine Pitchlehre, Loctite, Schraubenzieher, Kleber, ne, das ganze Kleinzeug, wovon ich jetzt mal gar nicht erst anfange. Ein Lötgerät, Schrumpfschläuche. Ja, das ist aber eher so das Kleinviehzeug. Aber ja, dementsprechend, das sind auch nochmal Sachen, die dann ins Gewicht fallen. Ihr braucht zum Beispiel für so eine Kiste hier, braucht ihr ein Ladegerät, das bis zu 12S laden kann oder zumindest 2x6S. Da sind wir dann schon bei weniger. Da können wir dann ein einfaches 6S-Ladegerät benutzen. Wenn ihr so einen alten, ranzigen 450er fliegt, könnt ihr sogar nur ein 3S-Ladegerät, was ihr für, keine Ahnung, 30 Euro kriegt, benutzen. Ihr seht schon, also je größer der Heli, desto eher skaliert sich das nach oben. Aber wir wollten ja bei den Beispielen bleiben. Entschuldigung, ich habe mich wieder verrannt. Also, ich würde mal sagen, es gibt die ganz kleinen, 100er bis 200er. Die gibt es dann teilweise auch von mit so einer Spektrumfunke schon dabei. Ja, ist immer so, dass man sich einredet, ja, dann kann ich ja auf der Wiese fliegen gehen und da geht dann nicht so viel kaputt. Und nein. Also die Dinger, die sind zwar leicht und ja, da geht nicht so schnell so viel kaputt und die kann man fast theoretisch überall fliegen und man findet ganz viele tolle Videos, wo die dann im Wohnzimmer fliegen. Glaubt mir, das macht ihr nicht. Ihr fliegt nämlich dreimal gegen euren LED-Bildschirm, Fernseher und dann ärgert ihr euch, wenn ihr dann Macke reingeflogen habt oder kriegt Ärger mit eurer Frau, wenn ihr dann in die Pflanzen geflogen seid. Die Dinger draußen machen nicht wirklich Spaß, weil die sind mega windanfällig. Ich persönlich habe mit denen auch nicht wirklich Spaß, ganz ehrlich. Also ich kann mit dem Zeug nichts anfangen. Also alles so in diesen Größen ist fürchterlich zu fliegen, mag ich einfach nicht. Dann kommen wir so langsam so in die 100er, 200er Klasse. Ist auch schon schwierig. Also ich würde jetzt so einen Mini-Komet, wie er hier steht, allein schon deswegen, weil er einen Rumpf hat, würde ich nicht einem Anfänger empfehlen. Der Fireball von SAB bedingt, weil er eben eher so ein Edelheli ist, auch wenn er jetzt nicht so edel aussieht, ganz ehrlich, aber ist halt relativ teuer. Ist auch immer noch, finde ich, eine Klasse zu klein. Natürlich immer noch günstig. Dann haben wir die typischen 450er mit den 325er Blättern. Ist eine typische Anfängergröße, da werdet ihr auch viel finden. Hält sich auch noch in Grenzen. Ich kenne viele Leute, die mit angefangen haben, ich ebenso. Ist eine schöne Größe, ist aber von den Flugeigenschaften nicht wirklich mein Favorit. Bei mir 400er Größe findet man tatsächlich gar nicht mehr so viel. Meistens geht das dann direkt über in die 500er Größe. Das heißt, wir sind dann so bei sowas hier. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach perfekt. Also 500er, da gibt es auch noch die 550er. Meistens sind das dann die gleichen Modelle, die man dann noch so ein bisschen stretchen kann mit einem längeren Heckrohr. Die sind super. Die fliegen mit einem 6S-Akku, den ihr, wie gesagt, noch für akzeptables Geld kriegt. Aber das Gute ist, Moment, ich zeige euch das. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein Akku, den ich für meinen 570er verwende, für hier, oder halt meinen 500er, den ich habe. Ne, seht schon, das ist schon ein rechter Klopper, aber das ist noch okay. Mein großer, der verwendet dann schon sowas. So, und dann gibt es gibt diese Akkus sowohl als Stangen, also wo alles zusammengeschrumpft ist und vorne da die Kabel rauskommen. Ihr werdet aber auch welche finden, also ihr könnt auch zwei solche nehmen und die hintereinander auf euren Akkuschieber packen. Vorteil ist, wenn ihr einen 500er habt, der mit so einem 6S-Akku fliegt, dann könnt ihr natürlich die gleichen Akkus später auch für einen großen Heli verwenden.
ist etwas, was ich sehr schön finde, weil ich bin kein Fan davon, 1000 verschiedene Akkuarten für verschiedene Hubschrauber zu kaufen, weil so viel fliegt man dann doch nicht. So sehr man sich das einredet, ach ja, dann habe ich die Größe, die kann ich dann da und der kann dann immer ins Auto und dann mache ich das. Ihr habt dann immer euren Lieblingshubschrauber, glaubt's mir. Ihr habt immer euren für ein paar Monate Lieblingshubschrauber, der Rest bleibt liegen, die Akkus bleiben im Schrank, vollgeladen liegen, werden schlecht, gehen schnell kaputt, nicht gut. Versucht immer, die Akkus schön viel zu fliegen, deswegen Akku in möglichst vielen Hubschraubern verwenden können. Zurück zum Thema. 500er, 550er, da zähle ich den jetzt noch so halb dazu mit 570, ist meiner Meinung nach perfekte Größe. Komponenten sind nicht mehr günstig, aber noch erschwinglich. Die Akkus mit 6S findet ihr noch gute und günstige Ladegeräte. Ihr könnt die Akkus später in einer großen Maschine verwenden, wenn ihr irgendwann so weit seid, dass ihr so sicher seid, dass ihr auch was Großes fliegen könnt, ohne zu crashen. Und es ist noch nicht ganz so teuer, wenn ihr runterfallt. Ein 700er ist geil, klar, keine Rede. 700er ist toll, ist aber auch gefährlich, könnt ihr auch nicht mehr überall fliegen. Ich meine, gut, kommt auf euer Land an. Hier in Deutschland ist man meistens über 5 Kilo, darf man dann nur noch im Verein fliegen. Da sind die Crashkosten, nee, das macht keinen Spaß mehr. Mit so einem Ding wollt ihr nicht runterfallen. Weil allein schon die lackierten Teile, die Rotorblätter, dann geht euch von der Elektronik noch irgendwas kaputt. Nee, also 700er sollte man sich nur zulegen, wenn man wirklich fliegen kann und auch eigentlich nicht mehr runterfällt. Und 700er ist eigentlich auch nichts zum Üben, sondern 700er ist das zu fliegen und zu perfektionieren, was man schon sicher kann. Also ich persönlich im Moment fliege eigentlich nur noch den. Weil ich finde, das ist eine tolle Größe, da muss ich auch nicht mein halbes Auto auseinanderbauen. Ich fahre einen kleinen Opel Corsa, sondern den kriege ich wunderbar rein. Ich meine, wenn ihr zu viel Geld habt, klar, holt euch einen 700er, versenkt das Geld, aber ich an eurer Stelle, ich würde es euch nicht empfehlen. Also meine Empfehlung ist meistens für den Otto Normalo, der später mal 3D, Soft 3D fliegen will, der sich sicher ist, dass er dran bleibt und ein bisschen jetzt nicht nur Billigzeug holen will, sondern der wirklich sagt, nein, ich will anständig üben, ich will Fortschritte machen, ich will einen Heli haben, den ich bis zum Ende meiner Karriere fliegen kann, dann würde ich sagen, Mittelgröße. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob das was für euch ist, dann würde ich vielleicht tatsächlich sagen, holt euch eine Nummer kleiner, also vielleicht nicht genau den, sondern irgendwas so mit ab 300er bis 400er Blattgröße, irgendwas in der 50er Region. Vielleicht dann auch was Gebrauchtes, wo ihr euch das Ding vorfliegen lasst. Das wäre dann tatsächlich was. Trotzdem, holt euch nicht diesen kleinen Scheiß. Ich bitte euch einfach, holt euch nicht diesen kleinen Scheiß. Das ist fürchterlich. Wenn ihr jetzt zum Beispiel jemand seid, der später Scale fliegen will, dann würde ich tatsächlich sagen, sucht euch die Heli-Größe danach aus, was ihr später für einen Rumpf fliegen wollt. Also überlegt euch schon, ne, welchen vorbildgetreuen Hubschrauber wollt ihr fliegen und welche Hersteller gibt es da zum Beispiel, weil diese Rümpfe sind meistens dann auch wieder gebaut für bestimmte Helikopterhersteller, Größen, Modelle. Und dann würde ich mir da passend dann dazu das Modell kaufen, mit dem als Trainer üben, sicheren Rundflug und alles, das Ding perfekt einstellen. Und dann irgendwann, wenn ihr sicher seid und nicht mehr abstürzt, dann würde ich diesen Hubschrauber in den Rumpf reinbauen. Und dann seid ihr safe auf jeden Fall. Was ich euch auch noch ans Herz lege, aber da verlinke ich euch auch noch hier das Video dazu, holt euch einen Simulator. Essentiell wichtig. Gerade wenn ihr vorher noch nie geflogen seid, holt euch einen Sim. Den werdet ihr auch, wenn ihr schon ein bisschen fliegen könnt, eure ganze Karriere lang brauchen. Ich hatte damals keinen. Ich bereue es bis heute, weil ich hatte das Geld dazu nicht. Damals gab es auch nur 2 gute Simulatoren und die waren schweineteuer. Inzwischen gibt es richtig, richtig gute Sims. Beispiele dafür AccuRC, RealFlight, Next, Phoenix. Habe ich noch irgendwas vergessen? Es gibt so viele. Auf jeden Fall, ne? Es gibt auch den Stick Mover, findet ihr auch auf meinem Kanal, wo an der Fernsteuerung am Computer sich die Sticks bewegen und das dann so ein bisschen leichter in euer Hirn reingeht. Besorgt euch auf jeden Fall einen Sim, weil bevor ihr rausgeht, so aufregend das auch ist, bevor ihr rausgeht, ihr solltet auswendig wissen, auf welchem Stick was liegt.
Extrem wichtig. Wenn ihr nachdenken müsst mit, oh, jetzt fliegt er nach links, was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Ist vorbei. So ein Heli fliegt schneller runter, als ihr euch das denken könnt. Es ist arschgefährlich, wenn der irgendwo reinfliegt. Deswegen für euch essentiell, was ihr auch mitbedenken müsst. Ihr habt nochmal Kosten für einen Simulator. Eure Haftpflichtversicherung deckt einen Hubschrauber nicht ab. Zu 99,99% decken eure Versicherungen sowas nicht ab. Meistens nur nicht motorbetriebene Modelle oder Modelle bis 2 Kilo oder irgendwas. Deswegen holt euch eine Modellbau-Haftpflichtversicherung. Die kostet euch 30 € im Jahr. Die solltet ihr haben, wenn ihr in dieses Hobby einsteigt. Ihr braucht dann auch noch eure, wie heißt sie jetzt, Ich hab gerade vergessen, wie das Ding wieder heißt, weil ich das einmal gemacht habe und das muss man dann noch alle 3 Jahre machen. Ich nenne sie immer die Deppengenehmigung. Das müsst ihr online machen und halt einfach mit Multiple Choice einfach nur vor euch ein paar Sachen durchlesen und dann einfach sagen, ja, ich weiß, dass ich nicht über Menschen fliegen soll. Ja, ich weiß, dass ich nicht über ein Fußballstadion fliegen soll. Ja, ich weiß, dass ich nicht über eine Autobahn fliegen sollte. Dieses Ding müsst ihr aber haben, denn wenn irgendwas passiert, eure Versicherung greift nicht und das kann ganz schnell ganz viel Geld kosten. Stellt euch mal vor, das Ding haut euch ab, fliegt auf die nächste Autobahn, demnächst mit 180 in die Windschutzscheibe, also nicht der Heli 180, sondern der ankommt, Massenkarambolage und man findet dann raus, es ist euer Hubschrauber. Wird viel Geld. Allein schon, wenn ihr jemanden mit dem Ding ins Gesicht fliegt. Das sind Carbonrotorblätter, die schneiden jemanden. Ich habe hier immer noch Narben von so einem kleinen Quadrocopter mit Plastikpropellern. Ne? Also fliegt einem kleinen Kind ins Gesicht, das braucht für sein Leben lang einen neuen Ausweis. Wird man nicht mehr wiedererkennen. Es ist kein spaßiges Hobby. Ich weiß schon, ich nerve mit solchen Themen, aber sie sind wirklich wichtig. So, das sind alles Sachen, die kommen noch auf euch zu, unabhängig davon, welche Größe an Hubschrauber ihr euch zulegt. Aber die wenigsten Shops erzählen euch etwas von einer Versicherung, was ich sehr schade finde, weil die Angst haben, dass sie dann abspringt und das Geld nicht ausgibt. Nur mal zusammengefasst nach diesem schon wieder viel zu langen Video, aber es ist halt nun mal ein großes Thema. Also überlegt euch, wo wollt ihr später hin? Was gefällt euch? Wie viel Geld wollt ihr ungefähr ausgeben? Wisst ihr schon, dass ihr bei dem Hobby dabei bleiben werdet oder wollt ihr nur mal so reinschnuppern? Dann ist nämlich vielleicht auch eine Flugschule was, mal einem Flugverein vorbeigucken was oder auch Simulator kaufen. Den könnt ihr danach wunderbar wieder verkaufen. Geht immer weg. Wenn ihr das alles wisst, guckt euch mal um, welche Hubschrauber euch gefallen. Überlegt euch mal, welche Größen ungefähr in euer Budget passen. Überlegt euch, ob ihr vielleicht Hilfe habt bei jemandem, der euch mit dem Einstellen helfen kann. Ihr könnt natürlich auch gebraucht super Schnäppchen machen. Dann ist aber wirklich wichtig, dass ihr jemanden habt, der sich ein bisschen auskennt, weil der kann dann auch nochmal drüber gucken mit den Einstellungen und so weiter. Informiert euch ein bisschen, welches Equipment ihr da reinbauen wollt. Das ist nämlich auch gar nicht so ohne, aber das wäre wieder Thema für ein anderes Video. Ja, und überlegt euch auch, wo ihr das Ding fliegen wollt. Also habt ihr einen Flugverein, wo ihr Mitglied seid oder werden könntet? Wollt ihr irgendwo auf einer Wiese fliegen? Dann denkt dran an eure Haftpflichtversicherung, eure Aufstiegsgenehmigung. Und auch, dass ihr weit genug weg von anderen Menschen fliegt und niemanden stört, denn so ein Hubschrauber macht auch Krach. Sind viele Sachen, die ihr bedenken müsst tatsächlich. Dieses Video ist natürlich wieder länger geworden, als es eigentlich werden sollte. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Dann hoffe ich, ich konnte euch zumindest ein bisschen weiterhelfen. Wenn es andere Videoideen gibt für die nächste Runde Heli FAQ, dann lasst es mich wissen. Ich nehme das gerne mit auf und versuche es baldmöglichst abzufilmen. Bis dahin schreibt mir bitte in die Kommentare, ob es hilfreich war, ob es euch weitergeholfen hat. Wenn ihr Fragen habt, auch gerne in die Kommentare. An die nicht mehr Anfänger unter euch, schreibt mal eure Erfahrungen rein, dass die Leute, die Anfänger sind, mal auch von euch ein bisschen Feedback kriegen, weil ich finde, es gibt nichts Wertvolleres als Erfahrung von Leuten, die schon verschiedene Stages und verschiedene Erfahrungen, Frustrationen, Erfolgserlebnisse durchgegangen sind. Ansonsten würde es mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, dem Video ein Like gebt, um YouTube zu zeigen, dass der Content, den ich mache, auch was bringt und die Leute interessiert. Und dann würde ich sagen, freue ich mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ich bringe euch bald wieder ganz viele neue Videos und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.